Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 14. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Mit etwas Verspätung sind wir jetzt auch am Start und wie es dazu kam, Etwas verspätet. Da muss ich gerade mal reinkrätschen. Ich sage erstmal Moin alle zusammen. Willkommen. Und ja, ich bin es ja gewöhnt, dass der Nikolas ein bisschen zu spät kommt. Wir sind ja in Spanien, das spanische Pünktlichkeit normal. Ich bin gut integriert. Aber 2 Tage ist schon ein bisschen lang. Wie kam es denn dazu? Weil das Unwetter war ja nur ein Tag. Du bohrst in einer Wunde rum, Jens. Aber ja, wir sind unseren Zuhörern ja auch noch wegen der Verspätung eine kleine Erklärung schuldig. Also wie du schon gesagt hast, das Unwetter hat da seinen Teil dazu beigetragen und tatsächlich waren es sogar ein bisschen über 2 Tage, um ehrlich zu sein, Verspätung. Aber gut, ich wollte eigentlich am Sonntag vom Saarbrücker Flughafen aus nach Palma fliegen. Der Flug war für um 4:45 angesetzt am Nachmittag. Der wurde dann erstmal auf 4:45 verschoben, alles noch recht im Rahmen. Ich habe den ganzen Tag auch schon ein bisschen die Flugverbindungen und die Statusmeldungen vom Palma Flughafen im Auge behalten und gesehen, dass da ja wegen dem Unwetter einiges nicht so nach Plan läuft und einige Flüge ausfallen und einige Stunden auch Verspätung haben. Und habe da mit dem Schlimmsten gerechnet, habe auch tatsächlich, weil ich mit meiner Katze geflogen bin, extra vorher angerufen, damit wir nicht so lange am Flughafen rumsitzen müssen, ob es da eine Verspätung gibt. Leider habe ich dann nur die Auskunft bekommen, ich soll einfach vorbeikommen, einchecken, der Pilot entscheidet das. Eigentlich entscheidet es. Ja gut, beim Start muss das der Pilot entscheiden, aber wenn der Flughafen gesperrt ist in Palma, das entscheidet ja eigentlich die Wetterwarte. Flugsicherung, so würde ich Flugsicherung, sagen. genau, Ne? Flugsicherung auf Mallorca. Ja, Ob er starten darf oder nicht. Lustig, dass du so einkrätst, weil das stimme ich dir absolut zu. Aber letztendlich war das genauso und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil wir wurden dann auch mit der Stunde Verspätung irgendwann an Bord gelassen. Ja, das passt ja. Bei Unwetter eine Stunde. Absolut, war bei dem Hinflug ehrlich gesagt nach Saarbrücken das Gleiche, weil man erinnert sich, da war zu diesem Zeitpunkt das Unwetter in Deutschland und getitelt wurde, Start- und Landebahn am Frankfurter Flughafen ist geflutet und die U-Bahn ist vollgelaufen. Das war der Tag, an dem ich nach Saarbrücken geflogen bin. Also ich hatte echt Glück mit meinen Flügen und habe noch eine kostenlose Achterbahnfahrt inklusive gekriegt. Du meinst jetzt durch die Luftlöcher? Ja, ganz genau. Also war recht spannend und unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ein Kumpel von mir ist am Montag hergeflogen, der hat auch gesagt, da ging es ein bisschen rauf und runter. Ja, war wirklich Action, auch wegen dem Regen dann halt auch und alles. Ne? Aber das passt ja auch alles, ist nachvollziehbar, weil man will ja auch heile ankommen. Und auch da war dann 2,5 Stunden Verspätung, aber ist letztendlich okay. Ja, kommen wir wieder zurück. Wir waren endlich wieder im Flugzeug angekommen. Und dann haben wir auch wirklich innerhalb von 10 Minuten gesagt bekommen, dass wir jetzt eine weitere Verspätung haben. Also nachdem wir im Flugzeug waren. Die haben euch an Bord gelassen, obwohl sie im Prinzip wussten, es gibt eine Verspätung. Beweisen kann man das nicht, aber absolut, genau, weil das genau in den 10 Minuten kommt und das Boarding dauert ja auch ein paar Minuten mit den Leuten. Ne? Sagen wir es mal so. Wenn es nachher schnell gehen muss, dann sind schon alle da. Genau, also wir wissen es ja, so ist es ja auch. Ne? Kann sein, ja. Genau, gerade wenn Verspätungen sind, so schnell kriegt man die Leute nicht an Bord. Aber dass es jetzt so geplant ist, vor allem, dass man direkt ja auch dann die Verspätung mit in dem Fall 1 Stunde 40 Minuten plus, ja, also nochmal auf die Stunde drauf angesagt kriegt und weiß, die kann man jetzt im Flugzeug sitzen. Ach, die haben gesagt, du hockst noch fast knapp 2 Stunden im Flugzeug. Genau, 10 Minuten nachdem sie uns reingelassen haben. Da kann man die... Ne? Das ist ja... Kinder an Bord, also ich habe über TuiFly gebucht, die ausführende Airlines war Smartlinks und ja, das ist in Saarbrücken so ein bisschen der Urlaubsflieger, sagen wir es mal so. Über TUI gibt es halt viele Pauschalreisen, wir haben das Glück, dass wir 2 Verbindungen haben, auch Eurowings fliegt, da ist das ein bisschen anders, ja, aber man kann eigentlich echt sagen, dass bei TuiFly der Flieger immer gerade zu der Zeit voll mit Kindern und Familien auch einfach ist, ne?
Dementsprechend war es da auch dann recht laut, sagen wir es mal so, aber kann man ja auch verstehen, dass es da schwierig ist, die Kiddies dann ruhig zu halten in Ich der wollte gerade Zeit. sagen, Kinder 2 Stunden in Ruhe sitzen, als wenn ein Ja, Flugzeug fliegt, dann können sie aus dem Fenster gucken, da passiert was, absolut. aber so, da wird es irgendwann langweilig. Genau. Das langweilig ist dann noch so ein Punkt, wo man sagt, muss man ertragen. Irgendwann wurde es aber dann auch einfach unangenehm, ja. Und es waren auch sehr viele ältere Menschen an Bord. Ich habe direkt neben einer Dame gesessen, die ein Hörgerät zum Beispiel hatte. Sie war mit ihrem Mann unterwegs, bestimmt Ende 60, sagen wir es mal so. Und die hat auch kein Wort Englisch gesprochen. Also die Crew hat nur Englisch gesprochen. Man weiß sowieso, wenn der Pilot eine Durchsage macht, ist es sehr schwer, irgendwas zu verstehen. Kein einziges Crewmitglied hat Deutsch gesprochen. Echt? Das Ja. war ein Flug aus Deutschland? Ja. Und Mit auch im nicht, Prinzip einer deutschen Fluggesellschaft? Und über keiner hat TÜV Deutsch gesprochen. und auch nicht Französisch, weil wir so grenznah sind, hatten wir Ja, auch Kasterland. einige Franzosen an Bord. Und das Gleiche in Grün, ja. Also die hatten es auch echt schwer. Und selbst wenn sie dann die Leute persönlich angesprochen haben, ganz, ganz schwierig dann trotzdem einen Schritt weiterzukommen. Also das auch mal dazu. Es war schon so ein bisschen Katastrophe, um ehrlich zu sein, ja. Die linke Hand hat nicht gewusst, was die rechte tut. Ja, und dann ist die Frage, waren die Hände überhaupt noch am Körper angewachsen? Weil ja, es ist noch lange nicht vorbei. Ne? Also ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil ich habe die Zeit jetzt auch ein bisschen im Auge. Wir haben auf jeden Fall 4,5 Stunden in dem Flugzeug gesessen. Nach 2 Stunden, Ohne was zu trinken. dazu kommen wir jetzt dazwischen. Ich wollte nur so das Bild Ich muss zeichnen. rausschneiden. Quatsch, Das hast du ja noch nicht gesagt. Oder? alles gut. Nein, aber es wäre jetzt genau das, was ich sage, weil Ja. ja, so ein bisschen kenne ich mich aus. Ich habe auch trotzdem noch nie irgendwelche Fluggastrechte eingefordert oder umgesetzt, auch nicht bei Verspätungen, weil ich gerade 2 Stunden kann man verstehen, hat man ja genau vorher schon. ab 2 Stunden bei so Kurzstrecken hat man das Recht dazu, aber gerade von Saarbrücken aus und so weiter sage ich dann auch, ne, ist okay, ich bin froh, dass jemand fliegt. Unwetter ist ja auch höhere Gewalt. Genau, das ist dann sowieso wieder schwierig, da überhaupt was durchsetzen zu können. Allerdings, wenn du mit 2,5 Tagen Verspätung ankommst, dann weißt du, dass das nicht nur am Genau, erzähl Unwetter mal liegt. weiter, aber du hast ja noch Genau. 2 Also, Tage zu erzählen. ja, 2,5 Stunden später, sagen wir es mal so, bin ich dann tatsächlich mal auch aufmerksam geworden auf die Familie, die einfach gesagt hat, hey, ich glaube, der hat einfach Durst, das Kind, ja, also der kleine Junge, weil der auch auf einmal anfing zu quengeln und habe dann auch gehört, ja, er wird auch was fürs Trinken ja bezahlen, ne, also gar kein Thema, aber es gibt halt nichts, also man bekommt nichts. Das habe ich dann so mitgekriegt, wie ich irgendwann auch keine Lust mehr hatte, ja, Fernsehen zu gucken und die Stopfen im Ohr zu haben. Und dann bin ich einfach mal nach vorne gegangen zur Crew, habe die freundlich gefragt, was denn so ihr Plan ist. Also wir haben dann auch schon 2,5 Stunden im Flugzeug gesessen. Eigentlich sollte die Verspätung ja nur 1 Stunde 40 sein und wir haben auch keine weitere Ansage zu diesem Zeitpunkt bekommen. Übrigens auch in den 2,5 Tagen keine einzige E-Mail von TUI dort, wo ich gebucht habe, über eine Verspätung oder ähnliches. Und zu diesem Zeitpunkt war es, lass mich kurz überlegen, circa 7 Uhr. Ja, 6:45 oder so. Und wir haben schon wieder 2,5 Stunden im Flugzeug gesessen. Ne? Da hattest du mir auch das Foto geschickt über WhatsApp, Stimmt, genau. Ja. wie es denn aussieht. Und da habe ich ja geschrieben, es ist gerade Regenpause. Mhm. Und ja, eine halbe Stunde später ging es dann wieder los. Habe ich ja dann das Video geschickt, wie es bei Stimmt, uns ja. prasselt. Ja, aber um 22 Uhr war das Unwetter hier vorbei gewesen. Weil wir waren ja leicht in Kontakt, wir haben über WhatsApp geschrieben. Und da habe ich eigentlich gedacht, als hier das Unwetter vorbei ist, dass ihr eigentlich schon los seid. Wir wurden Und dann, dann kam mir deine Antwort Genau. irgendwann 23 Uhr, klappt nicht. ja, wir sind irgendwie. wieder frei. Also genau, habt ihr auch, denke ich, ein bisschen später geschrieben, weil ich glaube, wir sind so um Ja, du warst dann draußen und wolltest ja Viertel erstmal nach nach 9, Hause. halb 10 Erzähl oder einfach so. mal Ne? weiter. Ja, genau, sind wir dann endlich rausgelassen worden. Aber letztendlich geht es noch darum, was ich sagen wollte, weil man auch auf die Getränke und so weiter jetzt schon zu sprechen kam. Vielleicht für die Leute da draußen, dass ihr was mitnehmt. Ihr habt nach 2 Stunden, das ist EU-Recht und das ändert auch nichts dran, dass Smartlinks in dem Fall in Estland ansässig ist.
das Recht, dass ihr eine Verpflegung bekommt, ja, die angemessen ist. Also man sollte da jetzt nicht auf ein 3-Gänge-Menü hoffen, aber die sogenannte und ja, altbekannte Flasche Wasser sollte das Ja, absolute und ein Minimum Sandwich sein. oder ein paar Kekse, Erdnüsse. Will ich noch nicht mal einfordern, weil Eine es auch Flasche Wasser auf jeden Fall. genau, korrekt. Aber weil es noch nicht mal so konkret formuliert ist, ne, bei 2 Stunden, ob man da jetzt echt schon was essen oder was zu essen und einen Snack einfordern kann, aber zu trinken absolut. Wie gesagt, nach 2,5 Stunden war ich dann vorne, habe da mal nachgefragt, wie das aussieht. Als dann kam, ja, wir schätzen so eine halben Stunde teilen wir was aus, habe ich ihn dann freundlich mal darauf hingewiesen, dass nicht er das zu entscheiden hat, sondern dass es EU-Richtlinien gibt und die besagen, dass er nach 2 Stunden zumindest für Wasser zu sorgen hat, weil das klar benannt ist. Daraufhin erwiderte dann der Steward, dass er mit der Firma Rücksprache gehalten hat und die gesagt hat, ja, halt so in einer halben Stunde. Und ich dann halt nur gesagt habe, ja, ich sag's nicht, weil dann müssten wir es piepen oder ich rausschneiden. Diese Stelle wird zensiert. Ja, genau. Und habe mich dann rumgedreht und habe nur gesagt, halt sinngemäß, dass ich die Firma jetzt nicht ganz so gut finde, wenn sie so agiert. Und lustigerweise haben sie dann 5 Minuten später auch angefangen, Wasser auszuteilen, was ja dann letztendlich trotzdem das Ziel erreicht hat. Und ja, also wir haben noch weitere 2 Stunden dann im Flugzeug gesessen, sind dann irgendwann auch rausgelassen worden. Letztendlich kam da jemand, der vom Flughafen zuständig war, dann rein. Das war auch der Einzige, der Deutsch gesprochen hat. Ich meine, ich komme auch mit meinem Englisch weiter, aber nicht mit Menschen, die halt nicht so kommunikativ sind und lösungsorientiert. Und der hat dann auch gesagt, wir lassen euch jetzt gleich raus. Das ist noch nicht gecancelt, aber es hat jetzt keinen Sinn mehr. Deine Katze ein bisschen rennen lassen. Ja, es wär mit Sicherheit amüsant gewesen. Da wäre die Flugsicherung schneller gekommen und dann wäre das Flugzeug geräumt worden. Ja, ist Bis sowieso die immer Katze das Highlight. eingefangen ist. Wenn das funktioniert, behalte ich es mal im Hinterkopf. Fürs nächste Mal. Nach 2 Stunden warten einfach die Katze freilassen. Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich war auch kurz davor, weil ich ja auch wusste, man weiß nicht, wann es losgeht, dann der Flug noch und irgendwann ist es für das Tier halt auch schwierig, weil ich habe das mit dem Essen jetzt auch nicht so eingeteilt für einen Langstreckenflug. In der Zeit wäre ich halt in New York gewesen. Ne? Also ich dachte halt schon, ich habe meine 90 Minuten Flugzeit wie immer und noch ein bisschen Zeit vorher, nachher und Ja, die muss ja auch Pipi und Kaka deswegen, machen. Weißt du? ne? Du kannst ja nicht mit auf Toilette nehmen. genau, und wenn der halt morgens sein Essen so dann gekriegt hat oder ich das dementsprechend dann ein bisschen time mit Man der hatte seine Abflugzeit, Uhrzeit, wann eine ganz Toilette genau. ist, ja. Und dann passt das, aber 6 Stunden sprengen das halt dann. Ne? Klar. Ja, dann kürze ich jetzt auch ein bisschen ab. Am nächsten Tag dann morgens angerufen. Dann war man von 12 Uhr schon bei 16:15 Uhr. Dann ging es auf 17:15 Uhr. Dann war ich auch irgendwann am Flughafen, eine Stunde vorher oder so, ja. Und dann habe ich schon, meine Mutter hat mich gefahren und habe dann schon gesagt, wart mal am besten Mama, warte kurz. mal ein bisschen, Ja. trink mal einen Kaffee, Nee, ich vor komme allem, gleich wieder. Ich habe vorne schon die Leute rauchen gesehen, die ich kannte aus dem Flugzeug, Als weißt sich du? so die Zeit schon wieder verschoben hat. Also Genau. ist ja Horror. unglaublich. Von 12 Uhr dann irgendwann auf abends. Aber oh. final, ich bin ja immer noch nicht geflogen, weil wie gesagt, es war nicht nur verschoben, es war der 2. Tag. Dann haben wir dieses, was ich auch bei uns auf der Instagram-Seite gepostet habe, Blatt bekommen, ja, die Bestätigung, wann der Flug geht und schaut es euch gerne mal an. Da seht ihr, am 27. war der Flug angesetzt, das Dokument wurde am 28. ausgestellt. Auf dem steht, dass der Flug am 29. um 12 Uhr stattfindet, ja. Und auch das, lange Rede, kurzer Sinn, war nicht der Fall. Erst wurde dann wieder auf 16:10 Uhr oder so verschoben und wir sind dann letztendlich um 17:30 Uhr auch abgehoben. Also, ja, Und der Flug ist dann ohne Probleme gelaufen oder? du bohrst sehr tief, Jens, in der Wunde. Also ich meine, nachdem man dann froh ist, dass das Flugzeug sich wirklich mal bewegt und so seinem Job nachgeht, nämlich fliegen, freut man sich auch so auf einen Kaffee natürlich. Ne? Also ich bin jemand, Klar. ich komme Oder super... ein lecker Bierchen, man fliegt ja nach Mallorca. Ich weiß, ich bohr tief in der Wunde. Wir hatten uns ja vorher schon unterhalten. Ja, du hast... Aber unsere Zuhörer wollen ja alles wissen. Ja, weil ja. das fand ich jetzt das Schlimmste persönlich von dem ganzen Prozedere. Okay, dann Erzähl erzähle ich es mal auch weiter. genauso, wie es war. Und das habe ich dann auch jetzt so geschrieben, dass es so aussieht, die Tür ist zu vom Flugzeug. Ja, das habe ich übrigens nicht geschrieben, die ging 2 Minuten später wieder auf, weil sie scheinbar irgendein Dokument vergessen haben, aber dann ging es auch direkt wieder zu. Aber ich Ja, habe aber schon nein, Panik nein, bitte gekriegt, nicht. ehrlich. Ja. Und habe gesagt, es geht jetzt wohl augenscheinlich endlich los. Und da habe ich gesagt, ja, kein Stress, entspann dich, dann ist der Podcast halt einen Tag später. Ja, kann man jetzt nichts dran ändern, kannst du ja nichts dafür. Gönn dir mal ein Bierchen. Und da kam mir die Idee, ja genau, man weiß ja nie, guckst du mal, was die hier alles so haben.
dann ist mir schon aufgefallen, dass der Bordservice das Menü von, ich glaube, TAP Portugal heißt die Fluggesellschaft ist und nicht von Smartlinks. Also haben die wohl die Maschine gechartert halt, weil sie keine frei hatten. Ja. Und habe dann schon vorm Start gefragt, ob es denn Service gibt. Ne? Und die Antwort war leider nein. Das habe ich ihm Jens dann mitgeteilt. Also selbst das Bierchen oder auch der Kaffee war mir verwehrt beim dritten Anlauf. Ja. Ich möchte übrigens noch was ergänzen, das habe ich vergessen. Am zweiten Tag sind wir ja nicht Aber geflogen. Wasser gab's. Wasser gab es, ja. Und ein Twix, hast du erzählt, haben sie noch rausgegeben. Nachdem sie erfahren haben, was davor passiert ist. Das muss er schon erzählen. Dass die Crew überhaupt gar nicht gewusst hat, was mit den Passagieren, die an Bord waren. Genau. Ich muss schon dann richtig darauf hinweisen, welche Fehler die Fluggesellschaft gemacht hat. Weil ich fand es eigentlich Und doof. was er auch dann letztendlich versucht hat, gut zu machen, was auch recht wenig war. Aber trotzdem, einmal springen möchte ich noch. Und zwar an den zweiten Tag, an dem wir nicht geflogen sind. Den Grund habe ich nicht genannt. Und zwar stand die Maschine schon am Flughafen, ja auch vom Tag davor. Die Crew hat nämlich auch in Saarbrücken genächtigt. Dann wurde uns aber vom Flughafen gesagt, dass die Maschine von der Airline nach Düsseldorf abgezogen wurde. Also sie haben alle Leute aus den Hotels, wo sie ja auch die Übernachtung zahlen mussten, wieder an den Flughafen gekarrt, nur um dann denen mitzuteilen, ach übrigens, die Maschine ist jetzt in Düsseldorf und wir können heute wieder nicht fliegen. Das war der Grund für den zweiten Tag, da war es ja nicht mehr das Wetter. Ansonsten korrekt, die Crew war natürlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen gewohnt freundlich, ja, versuchen ihr Bestes, um ein Lächeln auf den Lippen zu haben und haben sich auch so ein bisschen gewundert, warum das Flugzeug zu dieser Zeit jetzt nur zu einem Drittel gefüllt ist. Und alle mies drauf. Und alle mies drauf sind so ziemlich und das haben sie dann auch dann schnell mal von jemand erklärt gekriegt und es war dann auch so ein Eisbrecher. Also die haben auch einfach die Crew dahin geschickt zu wirklich Leuten, die vom Unternehmen da 2 gute Tage sitzen gelassen wurden. Ohne auch, wie gesagt, mal einen Snack bei den 4,5 Stunden im Flugzeug am ersten Tag oder ähnliches. Ja, aber die haben das dann versucht, mit ihren Mitteln wieder gut zu machen, weil, wie gesagt, Bier und Kaffee gab es ja nicht. Und da haben alle von dem Wasser bekommen und man kennt es ja aus dem Großhandel, so eine große Pappkiste mit Twix, mit so einem Riegel drin, so einen etwas kleineren. Aber trotzdem, ja, der Zucker, der hat dann auch ganz gut getan und hat die Nerven wieder ein bisschen runtergefahren. Wie gesagt, aber die können ja auch nichts dafür, also letztendlich auch die andere Crew in Anführungsstrichen nicht. Wobei man da schon sagen muss, die sollten schon auch die Richtlinien kennen und dann wissen, dass man älteren Leuten oder auch Familien bzw. Kiddies da auch mal was zu trinken einfach anbieten, ungefragt. Ja. Ich finde es dann schade, dass der Kundenservice so klein geschrieben wird, beziehungsweise das Personal angewiesen ist, um oben von der großen Firma das Okay zu kriegen, um eine Flasche Wasser rausgeben zu dürfen. Das finde ich schon krass. Du hockst im Flugzeug 2-3 Stunden lang und dann muss der erst bei der großen Gesellschaft sich verbinden lassen, ob da eine Flasche Wasser ist. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Das Flugzeug steht hier seit einer Stunde, 1,5 Stunden, dass die Crew von sich aus entscheiden darf, was rauszugeben. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, muss ich unter Vorbehalt äußern. Ich sage ja auch, ich glaube, dass sie letztendlich das Wasser auch nicht rausgegeben haben an dem ersten Tag. Ja, weil sie Angst haben, dann gekündigt zu werden. Genau. Hast die Erlaubnis von oben nicht bekommen und hast rausgekriegt, Diebstahl. So aber auch letztendlich nicht, weil es am ersten Tag in Pappbechern ausgeschenkt wurde, mit regionalem Sprudel, ohne jetzt Werbung zu machen, bei uns aus der Region, der nämlich mit Glaskisten reingekommen ist, also mit Glasflaschen und klar, wegen Gewicht hat man natürlich keine Glasflaschen im Flugzeug und vor allem kein regionales Wasser. Ja. Also da war auch eher dem Flughafen zu danken, dass dann da Wasser final mal ins Flugzeug gekommen ist, weil das kam nicht von Bord. Nee, wenn du sagst, mit Glasflaschen und sowas gibt es auf dem Flugzeug nicht. Schade. Und das ist immer auf dem Flug nach Malle nur Wasser an Bord. Deswegen habe ich gedacht, erzähle ich das mal. Vor allem kann man vielleicht das eine oder andere draus ziehen, dass man zumindest nach 2 Stunden was zu trinken kriegt. Man erfährt mal ein bisschen was über dich, über den Podcast. Das ist nicht immer nur ich erzähle und der Uwe und die anderen, sondern auch mal ein bisschen was aus deiner Geschichte hier. Jetzt wisst ihr, dass ich gerne in Saarbrücken im Flugzeug sitze und nicht fliege und eine Katze habe. Ja. Ja, und wo bist du denn die Woche gestrandet? Ich denke mal nicht auf einem Flughafen. Oh nö, ich war die Woche ein bisschen unterwegs an der Playa, halt immer erst abends, weil es so heiß ist. Waren einige Freunde von mir zu Besuch da wieder gewesen, mit denen Bierchen getrunken, Oberbayern mal gewesen, Cool. Bierkönig.
Ja, und heute Morgen, oder besser, heute Nachmittag, als ich aufgewacht bin, habe ich Nachricht bekommen vom Kumpel, die haben seine Kneipe angezündet. Oder seine Kneipe ist abgebrannt. Ob die angezündet wurde oder nicht, darüber will ich jetzt nichts sagen. Ja, und boah, meine Lieblingskneipe. Da habe ich immer meine besten Cocktails getrunken. Und es war so gemütlich. Ich war vorher da gewesen, die ganze Terrasse niedergebrannt. Also, das sah schon böse aus. Ich habe Eieiei. Fotos gemacht, die können wir auf Instagram machen. Oh, Also okay, ich cool. persönlich sage, das war bestimmt Brandstiftung. Ich bin jetzt kein Brandexperte, aber da unten laufen keine Kabel. Oben der Strom schaltet er immer aus über den Sicherungskasten. Ich glaube, da hat irgendwann Feuer gelegt. Und auch in der Nacht habe ich richtig Ja, verstanden. irgendwann Ja, morgens okay. muss es gewesen sein. 3, 4, 5, wenn nichts mehr los ist. Das Komische ist, vor 2, 3 Wochen hat es unten beim Ballermann 12, die haben oben auch solche Palmblätter drüber liegen und da haben sie das Dach anscheinend angezündet. Und ein paar Wochen später, vorher habe ich auch nochmal irgendwas gehört. Ja. Also ich vermute, es könnte sein, dass hier ein Feuerteufel durch die Gegend läuft. Also ich wollte auch gerade sagen, Weißt du noch, vor ein paar Jahren, da gab es auch so einen Feuerteufel, der die Mülltonnen angezündet hat. au ja, auch. Ja, das ist, glaube ich, so Da 4, gab es 5 aber Jahre auch her. einen Gell? Deutschen, der, ich glaube, die Wälder angezündet hat, davon abgesehen. Ja, ich glaube, das war ein Versehen gewesen auf der Nachbarinsel. Der wollte das Nee, Toilettenpapier. Ja, hier auch? Ja, Mit ja, Absicht? ja. Echt? Also Uff, ich davon habe ich nicht. meine ja. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, Ja. aber wen es interessiert, kann man ja mal googeln. Ich habe auf jeden Fall abgespeichert, dass ein Deutscher hier ganz schön große Probleme gekriegt hat, weil er halt im Sommer, Aber ich glaube, das war umgefackelt hat. unabsichtlich. also meinst quasi einfach gegrillt, salopp gesagt. So in vom der Flug. Richtung, ja, und dann die Kohle einfach. Deswegen nicht, dass So ich jetzt was verwechsle. Im Genau. Sommer nicht grillen, keine Zigaretten Ja. wegwerfen. Aber das war jetzt nicht, weil irgendwer eine Zigarette weggeworfen hat vom Brand Ja, her, wie ich sicher. gesehen habe. Weil das auch in der Mitte von den Tischen ausgebrochen ist. So wie das aussieht. Es kann sich ja dann jeder mit den Bildern mal sein eigenes Bild machen. Genau. Ne? Also als ich da angekommen bin heute Mittag und es gesehen habe, habe ich gleich gedacht, das ist doch Brandstiftung. Ich glaube, es wäre in der Mitte ein Lagerfeuer gelegt. Oh, Und es Ja, wäre nach außen das rausgebrannt. ist dann natürlich Da schwierig. lassen wir die Polizei ermitteln, das würde ich auf jeden Fall machen. Und mal gucken. Also ich finde sowas asozial. Gerade Feuer legen, sowas ist echt kacke. Ist auch ja absolut nicht kalkulierbar. Also Ja, ich stell sag dir mal, mal selbst vor- wenn man damit jetzt irgendjemand, das soll natürlich auch nichts rechtfertigen, nicht falsch verstehen, aber nur mal angenommen, man wollte damit jetzt jemand schaden wollen, ist es ja auch total unkalkulierbar, ob ich nur dieser Person schade. Genau, die ganzen anderen Gebäude, die da sind. Genau, das ist ja, also das das ist ist, ja beim Rio Center, das ist ja eigentlich ein historisches Gebäude. Hätte da oben der Dachstuhl angefangen zu brennen. Dann hätten wir hier mitten in der Stadt halt ein Riesenfeuer gehabt. ja, hat jemand seinen Doktor dran gemacht, du scheinbar. Hm? Ja, wenn der erwischt wird, der kriegt richtig, richtig Ärger. Ja, das ist auch Hoffentlich. ihm nur Gehört genau sich auch zu, so. Was zu soll wünschen, weil nur die Versicherungszahlung gleicht es ja auch nur bedingt aus. Nee, Ne? das ist ja auch dem sein Baby, das ist dein Das, Laden, ja. den du seit Jahren aufgebaut hast. Auch jetzt in der Hauptsaison und alles. Also Ja. das ist ja sehr traurig zu hören, aber auch da habe ich ja jetzt schon ein paar Mal dazwischen gekraxt. Ich habe es auch im Kopf oder das Gefühl, dass es dieses Jahr jetzt speziell im Sommer in der Hauptsaison konzentriert, sagen wir mal, auf 3,5 Monate schon oft gebrannt hat. Ja. Ja. Und da doch auch schon das eine oder andere ja, vorgefallen ist jetzt in dem Bereich, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch diese Woche sitze ich wieder mit Uwe hier. Und auch diese Woche hat Uwe was er uns gerne erzählen würde. Damit starten wir und auch im Anschluss daran knüpfen wir dann direkt wieder bei dem Rückblick an. Uwe, Servus und schieß doch gerne los. Ja, hallo, Ihre Zuhörer im Podcast, ne, und Zuhörerinnen. Hier ist wieder der Uwe, das Straßenkind von Malle. Ich habe Gott sei Dank nicht so eine dramatischen und Tragödien erlebt in den letzten Tagen, so wie Niklas und Jens. Aber ich habe was Lustiges zu erzählen, ne, was eben halt dazu beiträgt, euch mal wieder ein bisschen hochzuheben. Ne. So, weil ich hatte letzte Woche ein Erlebnis. Ja gut, ich bin ja nun bekannt an der Playa und bin auch öfters in der MK-Arena bei Gerlinde, ne? Und da findet öfters Karaoke statt. So, und letzte Woche war da Karaoke für die Talentshow, also Talentbühne, ne? So. Was ist denn die Talentbühne, mal kurz reingekrätscht, für die das nicht kennen und noch nie gehört haben? Die Talentbühne ist
sagen wir mal, für die Leute, die sich sängerisch so ein bisschen weiterbilden wollen und die vielleicht mehr erreichen wollen. Ich meine, ich wollte es eigentlich gar nicht, aber als ich da in die MK-Arena reinkam, ja gut, die kannten mich alle da und da waren so 40, 50 Leute drin und und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich da irgendwie singe und also ein Krempel da, ne, und da haben sie mich drauf angesprochen, ne? Kannst du nicht auf deine Mütze da so ein Lied machen? Ich sage, gut, okay, alles klar. Ich sage, ich habe aber keinen Text. Na ja gut, dann habe ich mir gedacht, Uwe, du bist ja nicht doof, ne? Bei einer Playa kannst du auch sehr gut mit Leuten umgehen und auch sehr gut reden, ne? Bist immer lustig, ne? Und freundlich, das sowieso, ne? Und ich bin von Natur aus lustig. Naja, und dann habe ich dann, sagen wir mal, an Frank Zander angeknüpft und da mein Text, hier kommt Kurt. Da habe ich dann drüber nachgedacht und so konnte ich dann meinen Text auf der Bühne kreieren und improvisieren. Das klingt super spannend. Heißt also im Klartext, du bist einfach mal zu der Musik, die dir bekannt ist, also beziehungsweise ohne Text, instrumental, ja, der Version auf die Bühne gegangen und hast da einfach mal ein Lied erfunden, sag ich mal spontan. Ja, das ist das Talent von mir, von dem Straßenkind an der Playa. Ne? Ich bin so, wie ich bin, ne? Das habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Und die Leute waren begeistert. Ne? Und die habe ich bei Laune gehalten und die haben geklatscht und mitgesungen. Und naja gut, und das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Und hinterher haben sie sogar nach Zugabe geklatscht, ne? Das war schon irre, aber ich wusste meinen Text hinterher nicht mehr. Ne? Das war schon gigantisch, ne? Das war echt gigantisch. Ne? Jetzt hast du die Pointe schon für meine nächste Frage quasi vorweggenommen. Ich wollte nämlich sagen, was machst du denn jetzt, wenn das mit der Talentbühne geklappt hat und die Buchungen und Anfragen hier reinschmettern und du deinen Song einfach 3-mal die Woche wiedergeben willst? Kannst du den Text, aber du hast die Frage ja schon beantwortet. Also du improvisierst in Zukunft. Das ist ein sich ständig wandelnder Song. Habe ich das richtig verstanden? Ja gut, wichtig ist für mich, sagen wir mal, der Text vom Straßenkind, der Uwe von Malle. Ne? Das ist natürlich, das würde dann auf der Single dann stehen. Ne? Aber dann gibt es 1000 Singles. Nein, das war ein Spaß. Ne? Also so wie ich immer so bin. Nein, ich frage den Diskjockey, ob er das irgendwie irgendwo registriert hat. Und dann schreibe ich mir den Text mal auf, was ich da überhaupt gesungen habe. Ne? Ich meine, klingt komisch, ne? Aber lustig. Ne? Naja, alles gut. Und Spaß hattest du ja dabei und darum geht's ja, ne? Ich hatte nicht nur Spaß, Genau. die Leute, die da drin waren Alle, und auch ja. das Personal, die waren alle begeistert. Ne? Naja, logisch. Naja, und ich werde sogar nach dem Lied, das habe ich gestern erlebt, ne, an der Playa angesprochen. Und Uwe, du warst eine Sensation auf der Bühne, obwohl du von der Straße kommst. Ne? Das ist nun mal so. Ne? Also wir werden dich da noch häufiger sehen und du hast es, glaube ich, nicht genau gesagt, kannst ja auch gerne nochmal, auch als kleinen Dank nochmal an Gerlinde, sagen, wann das denn immer stattfindet. Wann trifft man dich denn dort? Und Jens auch, glaube ich, meistens. Ja gut, ich habe es damals mit Jens auch zusammen probiert. Ich meine gut, da musste ich meine Stimmlage erstmal so ein bisschen kreieren, was auch schwierig war. Ne? Weil man muss ja erstmal ein bisschen üben. Ne? Naja, und ich habe mir dann geschworen, dass ich von der Mütze den Text dann irgendwie in ein Lied einbringe. Und da brauchte ich den Song für. Und der Frank Zander Song, der war dafür geeignet. Und was ich noch sagen wollte, das mit der Talentbühne, das ist unterschiedlich. Das kommt ganz drauf an, auf Gerlinde oder irgendwie, die entscheidet das, wann das stattfindet. Ne? Aber Karaoke ist regelmäßig ohne diese Talentbühne, oder? Ja, das stimmt allerdings. Ne? Also immer donnerstags ab 23 Uhr.
Super, und ansonsten kann man auch für die weiteren Infos, die speziellen Veranstaltungen ja auch mal einfach auf der Facebook-Seite oder Instagram reinschauen. Das haben wir ja bei dem Interview bei Folge 12 auch verlinkt, also schaut auch gern hier bei Spotify rein. Da findet ihr auch die Infos zum Münchner Kindl und der MK-Arena. Und jetzt machen wir dann auch direkt bei dem Rückblick von Uwe weiter und dementsprechend schieß gerne los. Ja, jetzt kommen wir wieder nach Palma, ne, zu dem Zeitungskiosk, wo ich mit Markus übernachtet habe. Weil ich bin der Erstaufsteher, weil McDonald's macht ja auch immer ziemlich früh auf, ne? Und ich brauche morgens immer meinen Kaffee. So, und dann gehe ich da hin und kaufe mir für 1 Euro so einen Kaffee, ne? Weil den brauche ich immer zum Frühstück, damit ich richtig wach werde. Richtig, ne? Naja, sollte auch so sein. Damit der Motor startet, das kenne ich. So Ja. ist das. Ja, und da bin ich wieder zu dem Markus gegangen. Dann ist er auch langsam aufgestanden. Ich habe ihm nämlich auch einen Kaffee mitgebracht, weil wir sind ein Team, wir übernachten zusammen und so muss das unter Obdachlosen sein. Ne? Gut. Naja, und dann habe ich vorher den Alex gesehen, den Russen Alex, weil ich wusste, dass der an der Born immer Seifenblasen macht. Den kennen wir auch von Jens, ne? Rückblick, oder? Ja, ist auf jeden Fall. Ne? Der hat ja immer an der Born da Seifenblasen gemacht, noch so mit 1, 2 Leuten. Naja gut, und da gehe ich dann meist immer auch später lang, wenn ich in Ruhe meinen Kaffee getrunken habe und mich erstmal akklimatisiert habe, nach 2, 3 Zigaretten. Ne? Und naja gut, dann bin ich da lang gegangen und spreche mit dem Alex. Ne? Und ja, da stellt er mir einen neuen Menschen vor, der auch wohl gerade gestrandet ist. Und das war der gesagte Jens. Ne? So habe ich den Jens dann kennengelernt an der Born. Und ja gut, habe ich mich zu ihm gesetzt und habe mit ihm gesprochen. Und na gut, ich habe ihm auch ein Bier angeboten dann, ne? Und habe ihn gefragt, wo er herkommt und was er so macht und wie er sich das so vorstellt. Und weil ich war ja schon ein bisschen länger auf der Insel, ne? Weil jeden Neuen schenke ich auch Gehör, ja? Und frage, wie er das alles so vorhat. Weil die meisten, die hierher kommen, die haben keinen Plan. Ne? Ist halt so. Ne? Ja, und das ist ein netter Typ gewesen. Ne? Und von Anfang an, ich kann ganz gut Menschen einschätzen, weil ich auch etwas älter bin. Ne? Und naja, und war mir sympathisch. Na gut, wir haben uns unterhalten und dann bin ich weiter, sagen wir mal, auf Tour gegangen, also meine Arbeit nachgegangen, um ein bisschen Geld zu verdienen, ne? Wie das eben halt auf der Straße so ist. Auf jeden Fall wissen wir jetzt mal, wann und wie ihr euch kennengelernt habt. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind wir dann auch jetzt bei beiden Geschichten ja zeitlich so ziemlich auf dem gleichen Level angelangt. Und dementsprechend ist da jetzt kein Zeitversatz mehr. Ne? Das ist auch korrekt. Ja, das ist richtig. Ne? Und wie gesagt, ich bin dann den gleichen Tag arbeiten gegangen durch Palma und auch kathedralmäßig und bin dann abends zurück und habe dann Markus auch ein bisschen versorgt, weil er, wie schon gesagt, in den anderen Folgen bekannt, nicht mehr so gesundheitlich auf der Höhe war. Und ja, und habe mich da am Zeitungskiosk mit Markus da hingesetzt. Ja, auf einmal tauchen 3 Leute auf, das war der Jens, das war der Alex, ne? Ja, und dann der Stefan, genau. Und naja, und die wollten sich mit uns unterhalten, ist ja ganz schön, weil wir ja auch auf der Straße leben. Ne? Ja, klar. Und naja, und dann wollte Jens da so ein kleines Gespräch mit mir. Und da ich ja nun schon länger auf der Insel bin, wollte er ganz gern wissen, wie man was so machen könnte. Ne? Da habe ich ihm den einen oder anderen Tipp gegeben, was er auch verstanden hat und auch, das war ja auch Beherzigt hat, sinnvoll. Ja. Ne? Naja, von einem erfahrenen Obdachlosen, der auf der Straße lebt, kann man einiges lernen. Ne? Ist nun mal so. Absolut, ja. Naja, und dann gab es ja auch mehrere Essensstellen in Palma. Ne? Muss man alles wissen, ne? Naja, Genau, ja. sicherlich. Ne?
Und naja, was einige so gar nicht kapieren, die auf blauen Dunst hierher kommen. Ne? Und gut, Jens hat sich gerade, sagen wir mal, mit den richtigen Leuten also versuchte sich anzufreunden, die da wirklich Ahnung von haben. Ne? Und also die Palmer auch kannten. Ne? Und wie, was, wo man was zu essen bekommt auch. Und ja, das war eine super Geschichte. Ne? Naja, und dann sind wir abends auseinandergegangen, weil die einen anderen Schlafplatz hatten. Ne? Weil bei dem Zeitungskiosk, da war nur für Markus und für mich Platz. Weil mehr Platz war da nicht, weil da gab es nur ganz kurze Überdachung. Ne? Mhm. Und wenn es geregnet hat, naja, wären da 3, 4 Leute hätten da geschlafen, dann wären die nass geworden. Also der dritte und vierte. Ja. Ne? Naja. Leuchtet ein. Na gut. Und naja, und dann bin ich mit dem Markus auch schlafen gegangen. Ja, und die 3 sind dann auch abgedampft zu ihrem Schlafplatz. Ne? Und das war eine nette Unterhaltung und hat mich gefreut. Und in der nächsten Folge werde ich dann erzählen, wie es weitergeht. Ja, ich habe ja auch ein bisschen bei meiner Erzählung oder ja am Anfang, wie das mit dem Flug so verlaufen ist, ein bisschen länger ausgeholt. Deswegen fassen wir uns auch diese Woche bei den Rückblicken etwas kürzer. Dennoch hätte ich noch eine Nachfrage hauptsächlich. Also Jens hatte ja auch schon erwähnt, dass du ihm da am Anfang so ein bisschen die Regeln der Straße gezeigt hast. Und ich denke, da kann man auch einfach so eine Essensstelle dazu zählen, was nicht unbedingt eine Regel ist, aber es ist so wie dann das Einmaleins der Straße. Ne? Muss man einfach mal wissen und erspart unglaublich viel Zeit und vielleicht auch hungrige Tage. Ja? Also dementsprechend absolut interessant. Meine Frage jetzt allerdings, warum seid ihr quasi nicht von dem Zeitungskiosk mal umgezogen, wenn du sagst, also ich weiß ja auch, wie es da aussieht, dass da nur so ein kurzes Dach ist, weil es einfach wenig Regentage gab, aber eigentlich ist ja das, dass du eher im Winter nach Palma kommst, ne? Wo ich sag mal, das Wetter auch ein bisschen schlechter wird. Dementsprechend da jetzt mal meine Nachfrage. Bist du denn da auch den ganzen Winter geblieben oder hören wir da auch noch einen Umzug, ohne zu viel zu verraten? Nein, ja, es gab einen Umzug, weil die Stadt Palma hat beschlossen, weil der Zeitungskiosk nicht besetzt war, beziehungsweise nicht geschäftlich getätigt wurde, hat die Stadt beschlossen, den abzureißen, weil der stand ja fast direkt vor der Kathedrale, ne, so könnt ihr euch das vorstellen. Und ja gut, da mussten Markus und ich so ein bisschen umziehen. Ja, dann bedanke ich mich, Uwe, für deine Erzählung auch dieses Mal. Und ja, fasse mich kurz, wünsche dir noch eine angenehme Woche und wir hören uns bald wieder. Ja, ich wünsche euch Zuhörern und Zuhörerinnen auch eine angenehme Woche und ich hoffe, ich bin ganz gut rübergekommen und ich bin auch froh, dass ich zur damaligen Zeit den Jens kennengelernt habe, weil das ein ganz sympathischer und netter Mensch ist und der auch anderen hilft, so wie ihr auch schon erlebt habt. Ne? Heute seid ihr Nachbarn, ja. Heute sind wir Gott sei Dank Nachbarn, das ist wohl wahr. Ne? Naja, und auch sehr, sehr gute Freunde, ne? Also muss man dazu sagen. Naja, und wie gesagt, das Straßenkind von Malle, der Uwe, möchte sich dahin verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Danke euch. Und auch diese Woche knüpfen wir wieder bei Jens Rückblick an. Und ja, dann erzähl uns doch gern mal, wie es dann weitergegangen ist. Ja, aufgehört habe ich ja, als ich eine süße kleine Tequila-Maus bekommen habe. Und ja, die Nacht hat dann bei mir im Bett verbracht und wir haben zusammen gekuschelt und am nächsten Morgen natürlich aufgestanden. Ja, erstmal Futter organisieren und dann bin ich mit ihr los. Habe sie erstmal ein bisschen draußen laufen lassen, ein bisschen schnüffeln, dass sie ein neues Haus zu Hause kennenlernt. Und da habe ich sie unter den Arm geklemmt, bin in den Supermarkt gegangen, ein bisschen Hundefutter kaufen. Währenddessen hat mein Kumpel, der Stefan, hat unten angefangen, ein Halsband zu flechten und eine Leine geflochten. Ich kam dann ungefähr so eine halbe Stunde später wieder vom Einkauf. Ja, war lustig einkaufen gehen mit so einem kleinen Hundewelpen auf dem Arm. Konnte ich ja natürlich nicht draußen lassen, weil sie ja kein Halsband und nichts hatte. Und die war ja nur so groß wie meine Hand. Bin ich mit ihr im Supermarkt und natürlich jeder Zweite, oh süß, darf ich streicheln.
Auch die Angestellten haben natürlich nichts gesagt. Das Futter musste ich am Schluss nicht bezahlen. Das hat irgendeine alte Dame für mich ausgegeben. Und da bin ich unten angekommen. Da war ich schon mit dem Halsband fertig. Also hat auch kurz geguckt wegen der Größe, fertig geflochten. Dann die Leine fertig geflochten. Ja, und dann haben wir noch ein paar Sachen fertig gemacht mit dem Tara fürs Altmetall und haben uns gedacht, abends gehen wir wieder los, mal gucken in der Stadt, ob wir ein bisschen Seifenblasen machen können, Geld verdienen mit den kleinen Hundewelpen, die auch ein bisschen rumführen, die Stadt zeigen. Ich wollte gerade sagen, ab dann war sie immer dabei, ne? Ja klar, immer 24 Stunden bei mir. Oh ja, und dann sind wir halt runtergelaufen, also hauptsächlich habe ich sie getragen. Ist ja ein kleines Mädchen noch gewesen, nur so, weiß nicht, 4, 5, 6 Wochen alt. Ja, und beim Passo Martino, da haben wir kurz gewartet, weil der Stefan ist runter zum Supermarkt. Für uns ein Bierchen kaufen, bevor wir anfangen zu arbeiten mit Seifenblasen. Bisschen Mut antrinken. Ja, dann läuft es besser. Man fühlt sich halt auch ein bisschen unangenehm, wenn man vor den ganzen Leuten plötzlich steht und hat einen Hut stehen und muss als Straßenkünstler arbeiten. Wir waren ja sowas nicht gewöhnt. Gerade Das am ist ja eine Anfang, ja. Überwindung, das Lampenfieber. Und dann trinkt man davor ein Schlückchen, dann fällt es einem leichter. Ich habe halt oben gewartet und dann kam ein Pärchen an, hat mich angesprochen wegen dem kleinen Hund und ich halt erklärt die Geschichte, wo ich sie her habe. Und so, sie haben auch gerade einen kleinen Hund, die wohnen da gleich. Oben direkt beim Plaza Mayor, oben Dachterrassenwohnung, also die waren schon etwas besser betucht, hat man auch gleich gesehen. Und ich habe mich mit dem Mann unterhalten, die Frau ist gleich hoch, hat mir dann selbstgekochtes Hühnerfrikassee gebracht, ungewürzt. Das kriegt ihr kleiner Hund auch. Super lecker für kleine Hunde, dass sie einigermaßen feste Nahrung haben, was nicht zu viel gekaut wird. Hat mir ein Halsband mitgebracht, eine Leine, ein kleines Deckchen, ein Jäckchen, weil es war ja schon, war ja Januar gewesen, damit es nicht so frieren muss. Also die Grundausstattung quasi. Die Grundausstattung hat sie mir gleich mitgebracht und dann haben wir uns verabredet für den nächsten Tag. Da habe ich mich dann wieder mit ihr getroffen, da war sie einkaufen, hat Hundefutter gekauft, also einen Sack und Döschen für Nassfutter und halt auch Reis und hat mir halt ein paar Tipps gegeben, Wie sie wegen das der so Welpen, macht. wie sie das macht mit ihren. Und da habe ich eigentlich jeden Tag Hühnerfrikassee gekocht für sie, in Tupperdosen gepackt und ihr so alle 2 Tage das Hühnerfrikassee gegeben, ein bisschen Trockenfutter extra für Welpen dazu. Das war ein guter Kontakt, den ich geknüpft hatte und mit denen habe ich mich öfters getroffen. Und die hatten einen Hund im gleichen Alter, mehr oder weniger. Habe ich richtig Ja, verstanden? mehr Ne? oder weniger. Also ihre war 2, 3 Monate alt Okay, und meine ja. war knapp einen Monat alt. Auch noch jung. Vielleicht ein Ja. bisschen mehr so. Er war ein bisschen älter. So, was er abgetragen hatte, konnte meine anziehen. Von der Warte perfekt, genau. Ja, und mit denen hatte ich auch einen längeren Kontakt. Ja, genau. Und dann kam halt mein Kumpel wieder hoch. Sie hat uns ein 20 in die Hand gesteckt. Ja, und sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Dann nach Hause, weil wir wollten ja nicht zu viele Erlebnisse am einen Abend. Und ja, dann haben wir die nächsten Tage mit unseren Seifenblasen weitergemacht, haben durch Zufall einen Kinderwagen gefunden, neben der Mülltonne. Wunderbar, schöner, großer, hier mit oben drauf, richtig geil. Haben wir mitgenommen und dann haben wir halt Stofftiere gefunden bei den Mülltonnen, die weggeschmissen wurden, haben die richtig schön ausgestattet. Dann hatten wir einen weggeworfenen CD-Player, Musikbox, so eine kleine, die hat noch funktioniert. Da war halt nur die Antenne abgebrochen, da haben wir halt ein Kabel reingemacht, haben den unten in das Fach reingemacht, da hatten Musik mit dem Wagen, Tequila lag immer in einem Kinderwagen drin, ist immer rumgefahren. Ja, und dann am Wochenende auf Paseo Martino, der Kinderwagen voll mit Stofftieren und in der Mitte ein kleiner Hund, Ja, so gar groß keinen in die Hand, Unterschied gesehen. Ne? die mit Musik und Licht und alle gucken so, was fahren die mit einem Kinderwagen mit Stofftieren rum? Und als wir dann reingeguckt haben, haben sie einen kleinen Hund gesehen und da war natürlich die Freude groß, dann haben sie streicheln dürfen, dann haben wir ein paar Münzen bekommen, vielleicht was zu trinken umsonst und direkt vom Titus, hat mir ja schon hier damals Luxusdisco, kam eine, darf ich sagen, professionelle und sie war voll begeistert von Tequila Sunrise und hat mir dann angeboten 5.000 €, die ganze Nacht mit ihr aufs Zimmer, alle Drogen, die ich will, gegen den Hund. Und ich habe natürlich Nein gesagt. Das ist ein sehr unmoralisches Angebot. Ja, das war sehr, sehr unmoralisch. Und da sage ich natürlich Nein. Mein kleines Baby gebe ich niemals her. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mich nur umgucken
und sehe Tequila immer noch hier. Von daher, weiß ich deine Antwort. Ja, ich war ja auch gerade auf der Straße gelandet. Ich hatte alles verloren, hatte nichts mehr. Und da war natürlich Tequila so ein rettender Anker. Ich meine, der Grund, jeden Tag weiterzumachen und nicht doof zu werden. Ich meine, darauf kommen wir auch öfters zurück. Ich meine, weil da habe ich schon Verantwortung gehabt und ich hatte was zum drauf aufpassen. Du kannst dich nicht zusaufen und in der Ecke besoffen liegen, sondern nee, du hast Verantwortung. Du hast was zum drauf aufpassen, worum du dich kümmern musst. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen in den nächsten Abschnitten meines Lebens, die ich dann begangen habe. Ja, absolut. Alleine schon für täglich Futter und frisches Wasser zu sorgen. Ja, Ich meine, da du musst fängt ja auch schon Gassi an, gehen. Genau. Ist klar. Also Muss mal zum Tierarzt und alles. ja, muss man sich zwangsläufig und gezwungenermaßen ein bisschen organisieren. Ne? Aber wie du sagst, mit dem Streicheln so, ich kann mir es gut vorstellen. Ich bin ja, wie gesagt, auch mit der Katze geflogen, um das zum 10. Mal zu erwähnen. Aber die Leute sind da auch alle super tierlieb. Also sei es die Kinder, die dann ja hinten, ich habe es ja auf dem Rücken dann, ne, drumrum laufen und oder auf dem Arm von der Mutti sind und sagen, oh guck mal, da ist eine Katze und dann so staunen, weil sie scheinbar noch nicht so oft eine gesehen haben, sind halt jung, ne? Ja. Auch bis zum Personal am Boden. Ich bin auch zweimal geflogen, jetzt mit den Hunden, einmal nach Deutschland, einmal zurück und ich hatte auch nie Probleme. Die fanden das alle toll und haben gestreichelt. Ja, Ich bin ja zu Corona-Zeit geflogen, da war das Flugzeug fast leer. Also ich hatte meine Reihe für mich alleine, habe die Taschen mit dem Hund neben mir gestellt, aufgemacht. Ich auch. Sie ist nicht raus, sie hatte einfach den Kopf raus und die Flugbegleitung kam vorbei, hat gestreichelt. Das war alles kein Problem, auch beim Bodenpersonal. Ja, hat mich aber auch sehr positiv überrascht jetzt, weil so häufig bin ich ja noch nicht mit ihm geflogen, 2-mal jetzt. Und also wer anonym fliegen will, sollte kein Tier mitnehmen, weil ja, Spotlight on you, definitiv. Ja. Das Lustige war, als wir gelandet sind hier in Palma, ich habe die Hunde rausgelassen, noch im Flughafen direkt nach dem Zoll. Und die Kieler hat direkt neben die Polizeibeamten beim Zoll gekackt. Oh Mann. Das lassen wir Ja, jetzt ich mal hatte so ein Tütchen stehen. dabei und habe es weggeräumt. Es war dann eher ein Lacher, aber es war schon ein bisschen peinlich für Haben mich. Sie was zu verzollen? Okay, ich lasse hier. Jo, jetzt sind wir ganz schön weit ausgeschweift. Du diesmal, nur du. Wie immer, ja. Oh. Ich Du trage hast- da meinen Teil auch schon dazu bei. Ja. Du hast vorher auch deinen Monolog gehabt. Jetzt, dann ging es noch ein paar Tage so weiter mit unseren normalen Seifenblasen machen. Und ja, dann kam eigentlich die Brandy in unser Leben getreten mit ihrem damaligen Herrchen und neuen Kumpel, der jetzt dazu trifft. Oh, das wird auch wieder eine lustige Geschichte werden, auf jeden Fall. Hebt man mal fürs nächste Mal auf. Klingt super. Oder wollen wir unseren Podcast 5 Stunden lang machen? Wir könnten wahrscheinlich auch 5 Stunden was erzählen, aber ich glaube, dieser Podcast wird eh schon ein bisschen länger, weil ich auch etwas ausgeschweift bin zu Beginn meiner Geschichte. Aber ja, das verzeihen uns mit Sicherheit die Ja, Leute. klar. Muss auch mal sein. Es war höhere Macht wegen Unwetter. Dann vervollständigen wir deine wandelnde Alkoholbar in nächster Woche. Zu Tequila gesellt sich noch Brandy. Und ich würde sagen, dann sind wir auch diese Woche am Ende der Folge angelangt. War diesmal ein bisschen anders. Jens hat zu Beginn mal ein bisschen meinen Job in Anführungsstrichen übernommen und mich mal ein bisschen erzählen lassen und ausgefragt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine angenehme Woche. Das letzte Wort hat wie immer Jens. Hasta luego. Ja, ich fand es auch mal super lustig, dich erzählen zu hören. Hat mir sehr gefallen. Also wir machen das bestimmt nochmal, dass du ein bisschen erzählst, wie du gestrandet bist Ich hier. fliege so nicht mehr. Nein, nicht wegen Fliege, aber du kannst mir erzählen, wie du hier gestrandet bist. Ja, war eine lustige Erfahrung, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut und ihr fandet es lustig. So, dann sage ich mal wie immer, bis denne. Tschüss, meine lieben Gestrandeten. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.